Servus, ich bin Andi und in diesem Video soll es um meine neueste Anschaffung gehen, dem Hedy PL2. Das ist ein Kreuzlinienlaser. Was da die Vorteile sind, wie ich das Ganze in Betrieb genommen habe und montiert habe, möchte ich in diesem Video zeigen. Ja, in der Regel hat man ja ein So-Teil, wie hier bei mir so im Brett, das größer ist als das Werkstück, das man gewinnen möchte. Ich lasse ganz gern ringsherum so 8 bis 10 mm stehen, oben 2, unten 2. Das heißt, die Positionierung, also das Antasten auf den Hundertstel Millimeter ist gar nicht notwendig. Deswegen fahre ich das mit dem Laser sauber an und nulle. Das funktioniert hervorragend und geht super schnell. Und wie das Antasten sogar bei so einer geschwungenen Kante funktioniert, zeige ich jetzt gerade mal. Ja, man hat es im Video schon gesehen, der Laser ist super sichtbar. Obwohl ich hier 40 Watt LED-Licht habe und die Kabine taghell ist, ist der Laser super sichtbar. Die reflektierende Oberfläche oder das Holz, das ja doch viel Licht schluckt, hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber unbegründet, hat man ja gesehen, super sichtbar. Ich habe den Laser auf eine Funktionstaste gelegt, ich aktiviere jetzt mal. So sieht das Ganze aus. Ich habe hier ein Aluprofil montiert und der Laser ist so von hinten dran geschaut. Ich zeige es mal in einer Nahaufnahme. Der Laser ist montiert und nun soll es um den Offset zwischen Laser und Fräserspitze gehen. Ich habe ein kleines Programm geschrieben mit einem Fadenkreuz und einer kleinen Gravur. Die Koordinaten von der Fräserspitze kenne ich natürlich. Nun geht es darum, den Laser perfekt in die Mitte zu bringen. Nun kenne ich den Offset zwischen der Fräserspitze und dem Laserkreuz. Und nun noch ein bisschen was fürs Auge.